2020, die Caravan Expo. Ja, der Freitag war nicht so stark besucht, aber der Samstag, ja, der ist viel stärker, aber es gibt Restriktionen, denn die Anzahl der Besucher ist begrenzt. Jawohl, die Messe hat ein umfangreiches Sicherheitskonzept erarbeitet und das sieht unter anderem vor, dass täglich maximal 20.000 Besucher kommen. Ich glaube, wenn man sich umschaut, da sind wir heute dicht an der Grenze dran. Genau, wenn du dich mal kurz vorstellst. Ich bin Stefan Diehl, leite die Kommunikation bei Knaus Tabbert. Super, ja, wir stehen vor einem der explodierenden Marktsegmente, Kastenwagen, ja ganz neu. Der Terminus CUV, das kannte selbst ich vorher nicht, das beschreibt aber Kastenwagen, oder? Genau, wir haben uns irgendwann mal vor 3 Jahren überlegt, Kastenwagen, das ist ja im Grunde genommen das, was der DHL fährt, wenn er dir dann Amazon bringt. Das ist eine Blechdose. Dann gibt es Leute, die sagen, das sind ausgebaute Kastenwagen. Das stimmt auch beim DHL, weil der hat Regale drin. Wir machen da aber ja ein ganzes Apartment rein und deswegen sagen wir, das ist eine eigene Kategorie, das Caravaning Utility Vehicle. CUV. Und hier stehen wir jetzt vor dem Boxster 600 Street. Das ist ein Fahrzeug, das ist knapp unter 6 Meter lang, hat 2 Einzelbetten, er hat ein Heckbett und hat nochmal ein Aufstelldach. Das ist neu und dieses Aufstelldach hat ganz, ganz viel Know-how drin. Wenn man sich es mal anschaut, das ist beleuchtet. Da sind Illuminationsstreifen montiert, da ist aber auch eine Leselampe montiert. Wir haben dort eine Ablageschale, wo ich mein Handy induktiv laden kann. Wir haben eine Steckdose, wir haben das ganze Aufstelldach ist an der Heizung angeschlossen. Das wird also auch beheizt im Winter oder im Herbst. Und wir haben ein Fliegenschutzgitter. Das heißt, ich sitze da oben, ich liege da oben quasi unterm Sternenhimmel und werde nicht von den Mücken gestochen. Der weitere Vorteil von diesem Dach ist, das ist ein neues Fertigungsverfahren. Das nennt sich LFI, Long Fiber Injection. Und der Vorteil davon ist, dass es ein mehrlagiger Aufbau, der auch in sich schon isoliert ist. Das Fahrzeug ist also winterfest und es geht schneller in der Fertigung, ist maßhaltiger in der Fertigung und macht das Ganze sehr, sehr praktikabel. Das Interessante an diesem Aufstelldach ist auch, das können Sie mit allen unseren CUVs kombinieren, ob Weinsberg oder Knaus. Und der Preisbaustein liegt bei knapp 4.000 €. Ja, das Starke ist, die LFI-Technik macht es möglich. Man kann Lampen einbauen. Man hat die Möglichkeit, jetzt auch ein Dach einzubauen. Ganz oft hat man Aufstelldächer und innen drin ist es unglaublich dunkel. Genau, deswegen haben wir da auch nochmal ein Panoramafenster montiert. Und insofern hat man da wirklich Schlafen und Träumen unter den Sternen. Ja, es gibt ja viele Familien, die sagen, okay, ich habe 2 Autos, aber das zweite Auto ist ein Kastenwagen, ein Wohnmobil. Genau, der Trend ist immer stärker. Gerade bei den CUVs haben wir sehr junge Kunden, sehr aktive Kunden, die unterschiedliche Sachen damit machen. Die fahren am Wochenende nach Wacken aufs Festival. Wenn der Max und die Ann-Kathrin heiraten, ist das der Hotelersatz. Und ansonsten fahren sie spontan in die Berge oder an den See. Und diese Fahrzeuge sind speziell für junge Leute ideal und werden da auch nachgefragt. Das Segment wächst sehr, sehr stark und wir bedienen das eben mit 2 Marken, mit Weinsberg und mit Knaus. Ja, die Zeiten von Corona sind ja da. Man sieht, nicht nur die Anzahl der Menschen ist limitiert, sondern alle stellen sich an. Das war vorher nicht so. Da haben sich viele gegenseitig auf die Füße getreten. Die Leute akzeptieren das, oder? Absolut. Und ich finde auch, sie machen das sehr, sehr diszipliniert. Wir sind natürlich als Aussteller auch gehalten, hier alle Regeln umzusetzen. Und das machen wir auch aktiv. Die Fahrzeuge werden zwischen jedem Besichtigungstermin desinfiziert und abgewischt. Wir sorgen dafür, deswegen haben wir auch das Layout unseres Standes so gelegt, dass alle Türen von den Fahrzeugen zu den Gängen hin zeigen, damit wir die Schlangen besser kontrollieren können und auch die Abstände einhalten können. Und wir haben insgesamt ja auch die Fahrzeuge weiter gestellt, um einfach hier mehr Raum zu haben und die Abstandsregeln besser einhalten zu können. Ja, es sind nicht alle Hersteller hier, das heißt, einige fehlen. Das ist aber, ich sag mal, nicht so schlimm für euch, denn ihr habt euch relativ früh entschieden, die Messe mitzunehmen, richtig? Ja, unser Ansatz war von Anfang an die Fragestellung, was müssen wir tun, damit ein Caravansalon stattfinden kann. Und da haben wir sehr, sehr eng mit der Messe Düsseldorf zusammengearbeitet, auch die Sicherheitskonzepte mitentwickelt. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir hier unsere Produkte in den Hallen 1 und 4 zeigen können.
Ja, ich zeige es mal ganz kurz. Ganz wichtig ist das, was man nicht sieht bei einem Kastenwagen. Das heißt, ihr habt euch unglaublich viele Gedanken gemacht, wie man das Fahrzeug entdröhnt, wie man es isoliert und wie man es richtig winterfest macht. Genau, wir haben eine sehr, sehr aufwendige Isolierung im im Dachbereich und auch im Bodenbereich. Unsere Fahrzeuge sind absolut nach DIN geprüft winterfest. Und wenn man sich mal anschaut, wir haben viele interessante Details. Das ist der Gaskasten zum Beispiel. Hier kommen also 2 Flaschen passen hier rein. Das reicht also locker für mehrmonatige Urlaube zum Kochen. Und wenn man sich mal anschaut, allein hier die Bedienkurbel für die seitliche Markise hat ihren Platz gefunden. Wir haben Lautsprecher, wir haben Steckdosen, wir haben Leselampen. Wir können natürlich auch vom Bettbereich hier rechts aus die ganze Illumination steuern. Und das Bett kann natürlich auch hochgeklappt werden und die beiden Pedelecs passen noch ins Heck rein. Was ganz wichtig ist, was den Möbelbau ein bisschen unterscheidet, sind Korpusmöbel. Das bedeutet, man sieht nicht das Blech, oder? Genau, wir haben eine sogenannte Vollkorpusbauweise. Das heißt, wenn du eine Klappe aufmachst, siehst du immer noch ein Brett hinten als Begrenzung. Stefan, wenn du mal so lieb bist, vielleicht hast du die Möglichkeit, mal kurz ranzukommen, dass wir mal gerade reinfilmen. Ja. Da ist er. Und da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Und da sieht man schon, hier ist ein Begrenzungsbrett. Dann ist immer noch ein Abstand zur Außenhülle. Das dient der Hinterlüftung. Und das ist der Vorteil von Knaus auch, dass wir unsere Möbel immer noch formschlüssig verbinden. Das heißt, sie sind nicht nur geschraubt, sondern hier sind immer auch Zapfen, Dübel, die die Bauteile formschlüssig miteinander verbinden. Und das bringt natürlich viel mehr Stabilität ins Fahrzeug und weniger Knatschen, Knarren und Knispeln während der Fahrt. Ja, das haben die Leute vielleicht vor 5 Jahren, bin ich mal einen Knaus gefahren, da hat es noch ein bisschen gerappelt, das war ein teilintegrierter, das ist viel besser geworden. Das heißt, die Ansprüche werden immer, ich sag mal, höher. Das ist zwar ein LKW, sage ich, ein kleiner LKW, den ich fahre, aber die Leute möchten gerne, ich sag mal, ihre Zeit im Fahrzeug so ruhig wie möglich verbringen. Ist das so das Thema Dämmung? Auch die Lautstärke wird ja positiv beeinflusst. Das ist ein großes Thema? Also ich denke, gerade die gesamte Branche hat in den vergangenen 10 Jahren einen enormen qualitativen Schub erfahren. Wir haben uns hier ganz klar auf das Thema Qualität, aber natürlich auch Leichtbau verstiegen. Und das sind unsere Schwerpunkte. Aber ganz klar, die Kunden fordern auch mehr Komfort und sie wollen auch mehr Konnektivität. Wir haben zum Beispiel Fahrzeuge, da kann Amazon und Alexa integriert werden und das Fahrzeug hört auf Sprachsteuerung. Ich kann also zum Beispiel Gute Nacht Alexa sagen, die Musik wird runtergefahren, die Beleuchtung wird gedämmt, die Heizung wird auf 18 Grad runterreguliert und diese Szenarien können komplett abgelegt werden. Ja, sehr, sehr schön ist auch, man sieht immer weniger Ersatzschüsseln. Das heißt, also das ist, glaube ich, in einigen Modellen mittlerweile sogar eine Option, das Fernsehen, weil immer mehr Leute online sind und auf dem Tablet gucken. Ja, wir arbeiten zum Beispiel auch mit Vodafone zusammen und bieten auch Gigacubes in den Fahrzeugen an, sodass das WLAN immer dabei ist. Ja, das ist auch ein Trend, den mittlerweile die Netzbetreiber immer mehr anbieten. Das sind sogenannte Europa-Flats, auch für Daten, gibt es von der Telekom. Nicht ganz günstig, so um die 70, 80 Euro. Aber dann bin ich in ganz Europa, kann ich machen, was ich will. Ich bin komplett autark. Genau, und unsere Kunden sind technikaffin und sie sind natürlich auch gerne online. Das gehört ja zu unserem Alltag und insofern ist das ein Service, den wir auch anbieten. Ja, hier sieht man es, dass die Design, das ändert sich ja schon mal. Das heißt, innen, außen, ihr habt wahrscheinlich eigene Produktdesigner, die sich darum kümmern, wie muss so ein Polster beschaffen sein, was muss laufen. Aber hier sieht man ein kleines Detail, wenn du mal gerade so lieb bist, hier mal reingehst. Man kann nämlich die Sitze, die kann man leicht anwinkeln. Und das war, glaube ich, ein ganz großer Anspruch, den Leute gesagt haben, hey, wenn ich da drin sitze, 4-5 Stunden und bin ganz senkrecht, ja, das ist ja keine normale Position. Und hier kann ich es einfach ziehen, richtig? Genau, wir können die Sitzfläche und auch die Lehne ein Stück verschieben nach vorne. Wir nennen das intern die Lümmelfunktion und das macht es natürlich viel bequemer auf der Sitzbank. Und wenn ich mir dann noch die Fahrersitz und den Beifahrersitz umdrehe, dann habe ich eine schöne Dinette für 4 Personen und kann entspannt den Abend oder den Tag genießen. Ja, du bist doch Gesamtsprecher für Knaus und Weinsberg, muss man sagen. Die Fahrzeuge sind ähnlich von Weinsberg und Knaus? Der Unterschied bei Weinsberg und Knaus ist ganz, ganz klar. Knaus ist Qualität, Innovation und man muss dazu sagen, gehobene Preisklasse. Weinsberg ist im Grunde genommen
Knaus Qualität, aber immer ein bisschen schärfer kalkuliert. Im Preis-Leistungs-Verhältnis liegt Weinsberg immer im Vergleichstest weit vorne und da sind die Marken unterschiedlich positioniert. Ist die Fertigung von Knaus in Deutschland? Die CUVs bauen wir alle in unserem ungarischen Werk, eine Autostunde nördlich von Budapest in Nagyorosi. Super, ja, man sieht es von hinten nach vorne, das heißt, die Fahrzeuge werden ja individuell genutzt und ja, auch hier sehe ich, hier ist alles mit drin. Das Fahrzeug hier, die Zielgruppe ist gar nicht definierbar mehr. Das waren ja früher, sagt man so, das waren vielleicht ältere Leute, die ihren Lebensabend ein bisschen genießen möchten, aber das ist heute ganz querbeet. Nein, Caravaning ist längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen und gerade bei den Caravan Utility Vehicles erleben wir, dass die Kundschaft immer jünger wird. Das geht schon ab 30 los und wir erleben auch, dass diese Fahrzeuge sehr, sehr häufig ein vollwertiger Zweitwagen sind. Wenn wir uns den Boxster hier mal anschauen von Knaus, der ist 6 Meter. Das ist ein Auto, das passt im Supermarkt noch auf den Parkplatz, ohne dass ich 2 Plätze in Anspruch nehmen muss. Und er hat einen riesengroßen Kofferraum. Ich kann auch mal in den Baumarkt fahren und lange Latten holen. Die kann ich auch ohne Probleme einladen. Ja, wir haben bei den Kollegen von Weinsberg diese Leiter getestet mit 160 Kilogramm. Das hat funktioniert. Qualität. Absolut. Also wir sagen bei Knaus, Qualität und Innovation sind unsere Motive. Wir verstehen uns auch als Innovationstreiber der Branche. Und was mich immer wieder fasziniert, sind die vielen kleinen, klugen Ideen, die in der Summe so ein Fahrzeug dann auch am Ende des Tages ausmachen. Ja, sehr schön. Also, das ist er mit Aufstelldach diesmal, das heißt eine Eigenproduktion in LFI-Technik. Ja, das war gar nicht so einfach, so ein Aufstelldach zu kreieren. Das ist wirklich handwerkliche und Ingenieurskunst. Genau, hier haben unsere Kollegen sehr, sehr viel Hirnschmalz verwenden müssen, um die Technik in den Griff zu bekommen und das Fahrzeug eben auch daraufhin anzupassen und zu adaptieren. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, hier ist ein Badezimmer drin, hier ist ein Waschbecken drin, hier ist eine komplette Küche drin, eine Dinette mit dem Aufstelldach. Hier können bis zu 3 Personen schlafen, wobei ein kleines Kinderbett immer auch in der Sitzgruppe möglich ist. Hier haben wir ja diesen stützenlosen Tisch, der sich auf einer Schiene an der Außenwand abstützt. Das heißt, wir brauchen hier keine Stütze und haben freie Beinfreiheit, wenn wir an der Dinette sitzen. Ist eine Innovation von Knaus, haben wir in unseren CUVs, in unseren Kastenwagen. Und wenn ich den Tisch absenke, in die untere Schiene einraste und noch einen kleinen Standfuß drunter mache, gibt es ein Ausgleichspolster, können die Kleinen noch übernachten. Okay, das bedeutet, oben könnten 2, ich sag mal, übernachten. Ja, wenn sie sich sehr gerne mögen. Sehr gerne mögen. Oben, unten können 2 übernachten. Genau. Und hier könnte noch ein kleines Kind schlafen. So, das Ganze, ja, das gibt es auch mit der Markise, die ist direkt dabei? Jawohl, die Markise ist bei diesem Fahrzeug jetzt hier dabei, ist eine Option, ist eine mechanische Markise, wird aber in der Regel auch gerne genommen. Ja, die großen Wettbewerber, die schauen ganz genau, was ihr macht, oder? Natürlich, also wir schauen immer alle, was die Konkurrenz macht und die Konkurrenz schaut natürlich auch, was wir machen. Wie gesagt, wir verstehen uns ein Stück weit als Innovationstreiber. Wir haben zum Beispiel im Caravanbau eine völlig neue Technologie entwickelt, Caravans zu bauen, die sogenannte Frame-Technologie. Das ist ein in sich stabiler Rahmen, der quasi wie ein Gitterrohrrahmen beim Rennwagen wirkt und der dem Fahrzeug eine ganz eigene Stabilität verleiht und uns ganz neue gestalterische Möglichkeiten gibt, weil wir Möbel nicht mehr von unten nach oben bauen müssen, die dann statische Funktionen übernehmen, sondern wir können völlig frei die Möbel positionieren. Ja, toll. Also wichtig ist ja das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das heißt, also viele finanzieren. Ich sehe, ihr habt hier einen Partner. Hier sind so Beispielrechnungen sind gemacht. Genau. Sparkassenkreditpartner ist ein starker Partner von uns und die sind auch hier vertreten bei uns in der Halle 1 und Halle 4. Wobei man sagen muss, die Finanzierungsrate ist im Moment unter uns gesagt, die Menschen haben das Geld und sie gönnen sich etwas und sie leisten sich diese Fahrzeuge. Ja, vielleicht dazu kommt auch, dass wir hier in einem Preissegment sind von, ich sag mal, der Mittelklasse PKW. Also wenn ich jetzt, ich sag mal, einen 3er BMW kaufe mit einer etwas gehobenen Ausstattung, könnte ich mir auch diesen Knaus kaufen. Der 3er BMW ist teurer als dieser Knaus Boxster, denn der geht schon los bei etwas über 45.000 €. Ja, stark. Ihr seid insgesamt in 3 Hallen sogar vertreten? Wir sind in 3 Hallen vertreten. In der Halle 1 ist Weinsberg und TAP und wir haben eine historische Ausstellung. Und in der Halle 4, wo wir hier sind, befinden wir uns bei Knaus. Und dann haben wir noch die Halle 5, wo wir Morelo, unsere Luxusline, ausstellen.
Das heißt, ihr habt hier fast die ganze Halle? Wir haben die Halle 4 komplett, das haben wir schon seit Jahren und jetzt 2020 erstmals auch die komplette Halle 1 dazugenommen. Super, ja. Die Entwicklung von Knaus ist sehr positiv. Absolut. Wir sind in den vergangenen 7 Jahren jedes Jahr zweistellig gewachsen. Wir haben in den vergangenen 7 Jahren unsere Mitarbeiterzahl verdoppelt auf mittlerweile 3000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 4 Standorten, 3 in Deutschland, 1 in Ungarn. Und wir haben im vergangenen Jahr rund 26.000 Freizeitfahrzeuge, Wohnwagen, CUV und Reisemobile gefertigt. Europa spielt euch stark in die Karten. Wie war denn der Wegfall von England? Merkt ihr das? Im Moment noch nicht. Wir sind stark in England vertreten. Wir haben individuelle Grundrisse, weil das Caravaning-Verhalten auf der Insel ein anderes ist. Hier haben wir sehr viele Wohnwagen, die einen Backofen montiert haben. Hier haben wir sehr große Sitzecken, die auch großzügig verglast sind. Und da haben wir spezielle Modelle, die Star Class heißen die bei uns, die wir extra für UK fertigen. Ja, sehr schön. Ich danke dir erstmal vielmals für die Vorstellung von diesem Fahrzeug hier, der Boxstar 600 Street mit optionalem CUV-Aufstelldach, das es übrigens für alle Fahrzeuge gibt. Bei dem ganz kurzen, glaube ich, da geht dann das Fenster nicht mehr hinten, denn das ist auch eine Innovation. Ihr habt es geschafft, ein Aufstelldach zu machen, nicht nur ein Fenster im Dach, sondern tatsächlich im Heck. Genau. Ist auch noch ein Fenster. Das gibt es bei den 600ern und 630, bei den 540, bei den kleinen Einsteigern ist das dann einfach von der Baulänge nicht mehr möglich. Ja, vielen Dank, Stefan. Gerne, Sven.